Willkommen zu einer neuen Folge von Wir sprechen Deutsch. Heute sprechen wir über eines der größten Sportereignisse der Welt, die FIFA-Weltmeisterschaft. Alle 4 Jahre fiebern Milliarden von Menschen mit ihren Lieblingsmannschaften mit und erleben unvergessliche Momente voller Emotionen, Spannung und Begeisterung. Ganz genau. Die Weltmeisterschaft verbindet Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Sprachen. Für einige Wochen scheint sich fast alles nur noch um Fußball zu drehen. Selbst Menschen, die normalerweise keine Fußballfans sind, verfolgen plötzlich die Spiele und diskutieren über Ergebnisse, Spieler und Überraschungen. In dieser Episode begleiten wir euch durch die Weltmeisterschaft. Von der Vorbereitung der Mannschaften über die Atmosphäre in den Stadien bis hin zum großen Finale. Gleichzeitig lernt ihr viele nützliche deutsche Wörter und Ausdrücke rund um Fußball und internationale Sportveranstaltungen. Macht es euch bequem und kommt mit uns auf eine spannende Reise durch die faszinierende Welt der FIFA-Weltmeisterschaft. Schon Monate vor dem Beginn der Weltmeisterschaft steigt die Vorfreude bei Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Viele Menschen planen gemeinsame Abende mit Freunden oder ihrer Familie, kaufen Trikots ihrer Lieblingsmannschaft und verfolgen jede Nachricht über die Vorbereitungen der Nationalteams. Auch die Spieler bereiten sich intensiv auf dieses Turnier vor, denn für viele von ihnen ist die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft einer der größten Träume ihrer Karriere. Sie trainieren hart, analysieren ihre Gegner und hoffen, in Topform in das Turnier zu starten. In den sozialen Medien wird bereits lange vor dem ersten Anpfiff über mögliche Favoriten, überraschende Außenseiter und die besten Spieler diskutiert. Fans prognosen und freuen sich auf spannende Begegnungen. Die Vorfreude macht einen großen Teil des Turniers aus, denn sie verbindet Menschen schon lange bevor das erste Spiel überhaupt beginnt. Am Tag der Eröffnung richtet sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf das Gastgeberland. Die Eröffnungsfeier präsentiert häufig Musik, Tanz und kulturelle Elemente, die das Land und seine Traditionen vorstellen. Kurz danach beginnt endlich das erste Spiel des Turniers. Die Atmosphäre im Stadion ist außergewöhnlich, denn tausende Fans singen, jubeln und unterstützen ihre Mannschaften mit Fahnen und Gesängen. Auch vor den Fernsehern herrscht große Spannung. Familien und Freunde treffen sich, um gemeinsam das Spiel zu verfolgen und die besondere Stimmung zu genießen. Schon in den ersten Minuten wird deutlich, warum die Weltmeisterschaft als das größte Fußballturnier der Welt gilt. In der Gruppenphase versucht jede Mannschaft, möglichst viele Punkte zu sammeln, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Jedes Spiel kann entscheidend sein und manchmal entscheidet sogar nur ein einziges Tor über das Weiterkommen. Diese Phase sorgt oft für Überraschungen, denn nicht immer gewinnen die Favoriten. Kleinere Fußballnationen zeigen regelmäßig beeindruckende Leistungen und beweisen, dass im Sport alles möglich ist. Für die Fans bedeutet das viele spannende Spiele an fast jedem Tag. Jede Begegnung erzählt ihre eigene Geschichte und sorgt für neue Emotionen. Gerade diese Unvorhersehbarkeit macht den Fußball für viele Menschen so faszinierend. Ein Stadion während der Weltmeisterschaft ist weit mehr als nur ein Ort, an dem Fußball gespielt wird. Schon Stunden vor dem Anpfiff versammeln sich tausende Fans vor den Eingängen, tragen die Farben ihrer Nationalmannschaften und singen gemeinsam Lieder, die man oft schon von weitem hören kann. Sobald die Mannschaften das Spielfeld betreten, steigt die Spannung spürbar an. Fahnen werden geschwenkt, Schals in die Höhe gehalten und die Nationalhymnen sorgen bei vielen Spielern und Fans für einen ganz besonderen emotionalen Moment. Während des Spiels verändert sich die Stimmung ständig. Jeder Pass, jede Torchance und jede Parade des Torwarts wird lautstark gefeiert oder mit großer Nervosität verfolgt. Auch nach dem Schlusspfiff bleibt diese einzigartige Atmosphäre in Erinnerung, denn viele Fans beschreiben den Besuch eines Weltmeisterschaftsspiels als eines der schönsten Erlebnisse ihres Lebens.
Für viele Profifußballer ist die Weltmeisterschaft der wichtigste Wettbewerb ihrer gesamten Karriere. Schon als Kinder träumen sie davon, eines Tages das Trikot ihrer Nationalmannschaft zu tragen und ihr Land auf der größten Fußballbühne der Welt zu vertreten. Hinter jedem Spieler stehen viele Jahre harter Arbeit, tägliches Training und zahlreiche Herausforderungen. Nur wenige schaffen es tatsächlich, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, weshalb dieses Turnier für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Während des Wettbewerbs stehen die Spieler unter großem Druck, denn Millionen von Menschen verfolgen jedes Spiel und jede einzelne Entscheidung auf dem Platz. Trotz dieses Drucks versuchen sie, ihr Bestes zu geben und unvergessliche Momente zu schaffen, die noch viele Jahre später in Erinnerung bleiben. Einer der schönsten Aspekte der Weltmeisterschaft ist die unglaubliche Vielfalt der Fans. Menschen aus allen Kontinenten reisen in das Gastgeberland, um ihre Mannschaften zu unterstützen und gemeinsam die Leidenschaft für den Fußball zu feiern. Obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen und aus verschiedenen Kulturen kommen, verbindet sie die Liebe zum Sport. Oft entstehen dabei neue Freundschaften, weil Fußball Menschen auf eine besondere Weise zusammenbringen kann. In den Straßen der Gastgeberstadt sieht man Fahnen aus aller Welt, hört verschiedene Sprachen und erlebt eine fröhliche Atmosphäre, die weit über den Sport hinausgeht. Gerade diese internationale Gemeinschaft macht die Weltmeisterschaft zu einem einzigartigen Ereignis, das Millionen Menschen begeistert. Fast jede Weltmeisterschaft schreibt ihre eigenen Geschichten. Manchmal besiegt eine vermeintlich schwächere Mannschaft einen Favoriten. Manchmal entscheidet ein spektakuläres Tor in der letzten Minute über Sieg oder Niederlage. Solche Überraschungen gehören zum Fußball und zeigen, dass kein Spiel bereits vor dem Handpfiff entschieden ist. Genau deshalb verfolgen Fans jedes Spiel mit großer Spannung. Viele dieser Momente werden später immer wieder gezeigt und gehören zu den bekanntesten Szenen der Fußballgeschichte. Sie erinnern uns daran, dass der Sport voller Emotionen, Hoffnung und unerwarteter Wendungen ist. Je näher das Turnier seinem Ende kommt, desto größer wird der Druck auf die Mannschaften. Im Viertelfinale und Halbfinale gibt es keine einfachen Gegner mehr, denn jede Mannschaft hat bereits bewiesen, dass sie zu den Besten der Welt gehört. Kleine Fehler können jetzt über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Deshalb spielen die Teams oft besonders konzentriert und versuchen, jede Torchance bestmöglich zu nutzen. Für die Fans sind diese Spiele besonders aufregend, weil jede Minute das Ende des Traums oder den Einzug ins Finale bedeuten kann. Die Spannung ist so groß, dass viele Zuschauer bis zum Schlusspfiff kaum ruhig sitzen können und jede Aktion mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft gehört zu den meistgesehenen Sportereignissen der Welt und zieht Milliarden von Zuschauern vor Fernseher, Computer und Smartphones. Für die beiden Mannschaften ist es der wichtigste Moment des gesamten Turniers. Schon vor dem Anpfiff ist die Atmosphäre außergewöhnlich. Die Nationalhymnen erklingen. Die Spieler stehen voller Konzentration auf dem Spielfeld und jeder weiß, dass nur noch 90 Minuten oder manchmal sogar eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen über den Weltmeister entscheiden. Während des Finales kämpfen beide Mannschaften mit voller Leidenschaft und geben alles, um ihren Traum zu verwirklichen. Jeder Zweikampf, jeder Pass und jeder Torschuss kann den Verlauf des Spiels verändern. Wenn schließlich der Schlusspfiff ertönt, erleben die Sieger einen unvergesslichen Moment voller Freude und Stolz, während die unterlegene Mannschaft trotz aller Enttäuschung auf ein beeindruckendes Turnier zurückblicken kann. Nach dem Finale beginnt die emotionale Siegerehrung, auf die Spieler und Fans während des gesamten Turniers hingefiebert haben. Die Mannschaft erhält ihre Medaillen und feiert gemeinsam mit ihren Trainern und Betreuern den größten Erfolg ihrer Karriere. Der Höhepunkt ist natürlich der Moment, in dem der Mannschaftskapitän den goldenen Weltmeisterpokal in die Höhe hebt. Das Stadion explodiert vor Begeisterung, Konfetti fällt vom Himmel und Millionen Menschen feiern gleichzeitig mit. Diese Bilder gehen um die ganze Welt und bleiben oft über viele Jahre in Erinnerung, weil sie den Abschluss einer langen Reise voller harter Arbeit und großer Emotionen darstellen. Für viele Spieler ist dies der schönste Augenblick ihres gesamten sportlichen Lebens. Die Weltmeisterschaft ist weit mehr als nur ein Fußballturnier. Sie bringt Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen
und zeigt, dass Sport eine gemeinsame Sprache sein kann, die jeder versteht. Während des Turniers erleben Fans gemeinsam Freude, Hoffnung, Nervosität und manchmal auch Enttäuschung. Genau diese gemeinsamen Emotionen machen den Fußball zu etwas Besonderem. Viele Kinder werden durch die Weltmeisterschaft motiviert, selbst Fußball zu spielen und ihre eigenen Träume zu verfolgen. Große Vorbilder inspirieren sie dazu, niemals aufzugeben und immer an sich zu glauben. Deshalb hinterlässt jede Weltmeisterschaft nicht nur sportliche Rekorde, sondern auch Erinnerungen und Geschichten, die Menschen noch viele Jahre später miteinander teilen. Die FIFA-Weltmeisterschaft begeistert Milliarden von Menschen, weil sie spannende Spiele, außergewöhnliche Leistungen und unvergessliche Emotionen miteinander verbindet. Jedes Turnier schreibt seine eigene Geschichte und zeigt, warum Fußball als die beliebteste Sportart der Welt gilt. Ganz gleich, welche Mannschaft am Ende den Pokal gewinnt. Die Weltmeisterschaft erinnert uns daran, dass Leidenschaft, Teamgeist, Disziplin und Fairness entscheidende Werte im Sport und auch im täglichen Leben sind. Wir hoffen, dass euch diese Episode gefallen hat und dass ihr heute nicht nur interessante Fakten über die Weltmeisterschaft erfahren, sondern auch viele neue deutsche Wörter gelernt habt. Vielen Dank, dass ihr heute bei Wir sprechen Deutsch dabei wart. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine neue Episode verpasst. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Deutschlernen.